Diese Spieler sind eine Schande für das Wappen von Real Madrid. Dieser zusammengewürfelte Haufen an verwöhnter Millionäre respektiert weder dich, noch mich, noch den gesamten Madridismo. Real Madrid blamiert sich bis auf die Knochen und verliert höchst verdient. Ich wiederhole, höchst verdient gegen den Tabellen 17. der zweiten spanischen Liga. Und das Schlimmste an allem, dass es inzwischen schon Alltag ist, dass diese Jungs uns blamieren, dass diese Jungs uns verhöhnen. Und während du und ich und viele Madridistas jeden Tag das Gesicht hinhalten für diesen Verein, sind diese verwöhnten, ehrenlosen Spieler zu Hause, swipen durch Instagram, um zu schauen, mit welchem Model sie die nächste Nacht in irgendeinem überteuerten Hotel verbringen oder spielen den ganzen Tag FIFA. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, bevor ich mit diesem Video starte, noch ein kurzes Anliegen in eigener Sache. Ich wollte mich natürlich bei jedem einzelnen von euch bedanken, auch diejenigen, die gestern beim Live-Watch-Along waren. Die Unterstützung für diesen Kanal ist unglaublich. Vielen Dank dafür. Und ich wollte mich auch nochmal bedanken bei Holy. Ganz ehrlich, ein YouTuber in dieser Größe könnte sich ohne so einen tollen Partner nicht über Wasser halten. Und deshalb meine Empfehlung an euch. Wenn ihr Interesse habt an alternativen Getränken, ohne Zucker, ohne Bullshit, aber mit sehr viel Geschmack, checkt die Internetseite von Holy ab. Es gibt für jeden einzelnen von euch irgendetwas, was euch schmeckt. Wenn ihr nicht wisst, was ihr bestellen sollt, nehmt euch das Starterpaket. Da gibt es Hydration, Energy, da gibt es Eistee in ganz vielen verschiedenen Geschmäckern. Ansonsten mein Lieblings zurzeit Tangerine Tarantula. Ich trinke es wirklich zu jedem Livestream. Fast auch jeden Tag, muss ich zugeben. Sehr, sehr lecker. Ja, und wenn ihr euch mal was ganz Besonderes gönnen wollt, dann haben sie auch Milchshakes. Ich persönlich liebe den Vanillegeschmack. Und das Beste an allem, ihr bekommt natürlich auch Rabatt. Ihr schont euer Portemonnaie und unterstützt diesen Kanal. Benutzt den Code ALAMADRI und ihr kriegt 10% auf jede Bestellung. Oder benutzt den Code ALAMADRI5 für Neukunden. 5 € Rabatt auf jede Bestellung. Selbst wenn ihr bereits Sachen geholt habt, die bereits rabattiert sind. Ja, also wie gesagt, checkt Holy. Vielen Dank dafür. Gehen wir jetzt ins Video. Hallo meine Freunde. Hola Madridistas. Albacete 3, Real Madrid 2. Real Madrid kassiert das Karma, wenn wir ehrlich sind, was sie nach den letzten Wochen, nach den letzten Monaten verdient haben. Ich frage mich, was noch passieren muss, damit ein Florentino Perez endlich aufwacht. Carlo Ancelotti war offensichtlich nicht schuld. Xabi Alonso war offensichtlich nicht schuld. Álvaro Arbeloa ist offensichtlich nicht schuld. Das Einzige, wie Florentino Perez diese Situation retten kann, ist wenn er über seinen Stolz springen würde, das wird er nicht machen, und heute auf den Knien zu Xabi Alonso gehen würde und betteln würde, dass er zurückkommt und er die volle Macht über Real Madrid bekommt. Aber wie gesagt, das wird ein Florentino Perez nicht machen. Wir haben eine verwöhnte, verzogenen Haufen an Millionären, die die Macht über Real Madrid haben. Diese verwöhnten Millionäre entscheiden selber, wann sie Bock haben und wann nicht. Diese verwöhnten Millionäre haben Langzeitverträge, sind das Gesicht von Real Madrid, sorgen für mehr Werbeeinnahmen, sorgen für Marketingeinnahmen. Und während Florentino Perez nicht versteht, dass Real Madrid CF für Real Madrid Club de Football steht. Wir sind ein Fußballverein. Priorität Nummer 1 ist der Fußball. Solange Florentino Perez das nicht versteht, wird Real Madrid Stück für Stück zu Manchester United. Es ist schön, es ist toll. Wir haben das tollste Stadion der Welt. Wir haben ein Dach, das auf und zugeht. Wir haben einen Rasen, der bis 10 Etagen unter die Erde laufen kann. So what?
Bin ich Real Madrid-Fan geworden, weil ich Architektur bewundern möchte? Bin ich Real Madrid-Fan geworden, weil ich Zahlen liebe und es toll finde, dass wir in Forbes die Nummer 1 sind? Nein, ich bin Real Madrid-Fan geworden, weil ich Fußball liebe und weil ich das geliebt habe, für was Real Madrid steht. Real Madrid steht nämlich nicht für, wir haben die Galacticos, die besten Fußballer der Welt. Real Madrid, als ich Madrid-Fan geworden bin, stand immer für Hasta el final, siempre Real. Bis zum letzten Tropfen gibst du alles, bis der Schiedsrichter abpfeift. Und Niederlagen gehören zum Fußball dazu. Und wenn du alles gibst und am Ende des Tages dein Gegner stärker war als du, besser war, glücklicher war, dann gibst du als Madrid-Fan dem Gegner die Hand, respektierst seine Leistung und gehst weiter. Aber davon ist nichts zu sehen. Dieses Spiel gestern war, wie gesagt, die Karma-Schelle für einen Florentino Perez, für den Madridismo, der einzelne Spieler über das Wappen stellt. Es war eine Konsequenz, die wir alle haben kommen sehen. Und es war eine Konsequenz, ja, das ist das Schlimmste an allen, die uns schon nicht mehr verwundert. Ich bin ganz ehrlich, es hat nicht mal mehr wehgetan. Dieses Real Madrid hat mich emotional schon so ausgesaugt, ja, dass kaum noch Platz war für eine weitere Enttäuschung. Ja, was soll ich über dieses Fußballspiel sagen? Álvaro Arbeloa hat einiges geändert, hat einigen Canteranos eine Chance gegeben. Er hat schon ein bisschen gezeigt von dem Fußball, den er sehen möchte. Álvaro Arbeloa hat bis jetzt immer mit einer klassischen 9 gespielt, hat er gestern auch gemacht. Álvaro Arbeloa hat immer mit Außenspielern gespielt, die auf dem falschen Fuß spielen. Franco Mastantuono über links, Vini Junior über rechts. Auf die Einzelleistung der Spieler komme ich gleich und ich versuche da keinen zu beleidigen, damit dieses Video nicht gesperrt wird. Aber was soll ich überhaupt über das Spiel sagen? Was gibt es da zu sagen? Das ist der absolute Tiefpunkt, den ich als Madridisma erlebt habe. Und ich habe Angst. Kennt ihr die Simpsons-Folge? Ich bin so alt, als ich jung war, liefen die Simpsons. Als Bart Simpson gesagt hat, es ist der schlimmste Tag meines Lebens. Und Homer gesagt hat, bis jetzt. Ja, und die Befürchtung habe ich, dass es nur ein weiterer Tiefpunkt ist, bis wir zu dem nächsten kommen. Wie ist ein Manchester United zu einem Manchester United geworden, in dem die Arbeitsmoral in der Kabine verloren gegangen ist? Das hat ein Cristiano Ronaldo, als er zurück zu Manchester United gegangen ist, klargemacht. Und was war die Reaktion des Vereins? Sie haben Cristiano Ronaldo gefeuert. Und Real Madrid hat genau das Gleiche gemacht. Allerdings nicht mit einem Cristiano Ronaldo, einer Legende von Manchester United. Nein, sondern sowohl mit einem Carlo Ancelotti, der in jeder Pressekonferenz von fehlender Intensität gesprochen hat, als auch mit einem Xabi Alonso, der dem Präsidium klargemacht hat, diese Spieler machen nicht das, was ich will. Und Real Madrid geht immer den Weg des geringsten Widerstandes. Anstatt das Krebsgeschwür aus der Kabine zu schneiden, entlassen die lieber die Trainer. Dann brauchen wir uns über diesen Tiefpunkt auch nicht wundern. Und das ist auch der Grund, warum hochtalentierte Fußballer auf einmal so aussehen, als wenn sie nicht mal das Niveau für die Kreisliga A hätten. Genau das Gleiche, was bei Manchester United passiert ist mit Spielern wie dem Ángel Di María, der, egal wo er gespielt hat, einer der Besten der Welt war, außer bei Manchester United. Diese Kabine war nicht zu retten und genau das Gleiche wiederholt sich bei Real Madrid. Wir haben Spieler wie einen Franco Mastantuono und ich weiß, wir haten ihn gerade alle. Aber ein Franco Mastantuono hat mit 18 Jahren die argentinische Liga zerschossen, hat mit 18 Jahren es in die Nationalmannschaft von Argentinien geschafft und mir kann kein Mensch erzählen, dass dieser Junge auf einmal keinen Ball mehr anhalten kann, dass er nicht mal vorbeikommen würde gegen den Rentner mit dem Gehstock. Wir haben einen Arda Güler. Ich habe Arda Güler Fußball spielen gesehen. Für die Türkei. Ich war im Stadion gegen Österreich. Ich weiß, was dieser Junge kann. Ich habe ihn im letzten Jahr immer wieder gesehen, wenn er eine Chance bekommen hat.
Aber Real Madrid saugt sogar aus diesen Spielern die Lust am Fußball. Was ich gestern gesehen habe, ich weiß nicht mal, ob ich das als Fußball bezeichnen kann. Es war von hinten bis vorne eine absolute Schande. Und versteht mich nicht falsch, ich möchte nicht Franco Mastantuono und Arda Güler in einen Topf werfen. Im Gegenteil, wir können uns noch bei Arda Güler bedanken, dass er 2 Tore vorgelegt hat, sonst kassieren wir die komplette Blamage. Wir können uns noch bei einem Gonzalo bedanken, dass der sich aufgerieben hat und uns mit einem Tor in der Nachspielzeit in die Verlängerung gerettet hat. Hat er nicht, weil es an dieser Mannschaft, es fehlt an so vielen Enden, dass es auch am IQ fehlt. Sorry, dass ich das so sagen muss. Aber wenn du gegen einen Zweitligisten, der sich in jeden Zweikampf reingeschmissen hat, in der Nachspielzeit als Real Madrid das Unentschieden machst, wie dämlich kannst du als Real Madrid sein, dieser Mannschaft eine 1:1 Situation in der 94. Minute zu geben? Lass den Ball in deinen eigenen Reihen laufen, warte, bis der Schiedsrichter abpfeift und wenn du eine halbe Stunde hast gegen diese Mannschaft, die kaum noch gehen konnte, gewinnt sogar dieser peinliche Haufen von Real Madrid. Ja, möchte ich zumindest glauben. Ja. Álvaro Arbeloa, ich weiß nicht, ob ich ihm die Schuld geben soll. Wofür? Was soll dieser Mann in 24 Stunden ändern? Das Einzige, was mir nicht gefallen hat, war die Pressekonferenz von Álvaro Arbeloa. Das ist das Weltfremdeste, was ich je in meinem Leben gehört habe. Und ich habe viele Pressekonferenzen von dem Carlo Ancelotti gehört. Aber Álvaro Arbeloa setzt sich in die Pressekonferenz und sagt, er war zufrieden mit dem Einsatz jedes einzelnen Spielers. Er hat sich bei einem Vini Junior bedankt, dass der nach den Anstrengungen im Supercup bereit war, gestern zu spielen. Was für ein dysfunktionaler Fußballclub bist du, wenn du dich bei deinen Spielern bedanken musst dafür, dass die ihren verdammten Job machen. Die arbeiten 2 Stunden am Tag, verdienen an diesem Tag mehr als viele von uns im gesamten Jahr. Und wir sollen uns dafür bedanken, dass die Fußball spielen. Ja, wie gesagt, meine einzige Hoffnung ist, dass das Rock Bottom ist, also dass das der absolute Tiefpunkt ist. Ich meine, wie weit runter soll es noch gehen? Naja, und meine zweite Hoffnung ist, dass jeder Madridista, der am Wochenende im Santiago Bernabéu ist, diese Mannschaft, dieses Präsidium auspfeift, bis sie keine Luft mehr in den Lungen haben, bis sie keine Energie mehr haben. Nichts anderes hat dieses Präsidium und hat diese Kabine verdient. Real Madrid geht schwarzen, dunklen Zeiten entgegen. So dunkle Zeiten, an die ich mich persönlich noch nicht mal erinnern kann. Denn wenn mir Real Madrid eins bisher immer vermittelt hatte, war, dass ich mich mit diesem Verein identifizieren kann. Und das kann ich mit dieser Kabine inzwischen seit 1,5 Jahren nicht mehr. Ja, viel mehr gibt es zu dem Spiel nicht zu sagen. Historische Blamage, die inzwischen schon Alltag ist bei Real Madrid. Kommen wir jetzt zur Einzelbewertung der Spieler. André Lunin, ich wollte, dass er spielt, aber wenn ein Gegner mit einem Expected Goal Wert von 0,65 3 Tore macht, muss man auch diesen Torwart hinterfragen. Beim zweiten Tor sah er schon sehr schlecht aus. Das dritte Tor, um Himmels Willen, was machst du da? Komm doch bitte raus, wie jeder andere Torwart auf diesem Planeten. Und wenn du schon nicht rauskommst, dann stell dich doch nicht an den ersten Pfosten, wo ein Dani Carvajal den Schusswinkel zumacht, dann mach den zweiten Pfosten zu und schau nicht zu, wie der Ball ins Tor geht. Aber wie gesagt, ich schiebe hier die Schuld nicht auf André Lunin. Im Gegenteil, ich muss mich noch beim Stürmer von Albacete bedanken, dass er dieses Tor gemacht hat und wir Madridistas uns nicht noch eine halbe Stunde von dieser Schande anschauen mussten.
Das Spiel war so schlecht, dass die Natur Mitleid mit dem Madridismo hatte und in der ersten halben Stunde es so nebelig gemacht hat, dass wir dieses Spiel nicht ertragen mussten. Die Natur hatte Mitleid mit Real Madrid, mit den Fans. Ja, kommen wir zur Abwehrreihe. David Jiménez und Fran Garcia, unterirdisch, beide. Ein Fran Garcia hat nichts mit einem Profifußballer, hat nichts was mit einem Fußballer zu tun. David Jiménez, ich weiß nicht, der Junge, es fällt mir schwer, auf so einen Jungen draufzuhauen. Ja, der hat sich stets bemüht. In der Innenverteidigung, Asensio und Dienhausen. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal Dienhausen souverän einen Zweikampf gewonnen hat. Es ist, jeder Zweikampf ist anstrengend mit anzuschauen. Du musst immer hoffen, dass da keine Katastrophe passiert. Und Raúl Asensio ist zumindest noch knallhart, aber ja, ich verstehe nicht, wie gesagt, das Gleiche, was ich über den Franco Mastantuono sage, sage ich über den Dienhausen. Das war so ein toller Fußballer, als er gekommen ist, aber diese Kabine, ja, die saugt jedes bisschen an Fußballpotenzial aus diesen Spielern raus. Im Mittelfeld ein Jorge Sestero. Álvaro Arbeloa hat gesagt, das ist eines der größten Talente im spanischen Mittelfeld. Ja, dann sieht die Zukunft von Spanien traurig aus. Das war gar nichts. Arda Güler und Fede Valverde. Fede Valverde, damit deine Frau nicht mehr sauer ist, hat ein Álvaro Arbeloa dich ins Mittelfeld gestellt. Oh, warum? 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 Wann hast du das letzte Mal ein vernünftiges Spiel im Mittelfeld gemacht? Als Außenverteidiger bist du einer der Besten der Welt. Im Mittelfeld bist du unterer Durchschnitt. Ja, Arda Güler, auch ein Arda Güler. Keine Ahnung, wie gesagt, die gesamte Kabine, Spieler für Spieler, wird von Spiel zu Spiel schlechter. Ich habe Arda Güler Fußball spielen gesehen. Und den Arda Güler, den ich gesehen habe, hat nichts mit dem Arda Güler von gestern Abend zu tun. Und das sage ich, obwohl er vielleicht noch einer der Besten war, weil er uns 2 Tore vorgelegt hat mit seinen Standardsituationen. Aber wo ist seine Spritzigkeit hin? Wo ist sein Fußballwitz hin? Wo ist sein Zauber hin? Ja, kommen wir zum Sturm. Gonzalo Garcia hatte in der ersten Halbzeit 8 Ballkontakte. Ja, als Mittelstürmer sagt man, kommt man wenig in Ballkontakt. Aber wir haben gegen einen Zweitligisten gespielt. Wir haben gegen die zweitschlechteste Abwehr der 2. Liga in Spanien gespielt. Und wir haben in 90 Minuten nicht eine Torchance herausgespielt. Und das liegt unter anderem natürlich auch an den Außenstürmern. Um Himmels Willen, Franco Mastantuono, das war eins der schlechtesten Spiele, die ich je von einem Real Madrid-Profi gesehen habe. Er kann keinen Ball annehmen, er kommt an keinem Gegner vorbei, er versucht trotzdem immer wieder gegen 3 Mann sich durchzusetzen, verliert jeden Ball, arbeitet nicht so nach hinten, wie man es von ihm kennt. Unterirdisch. Das Einzige, ja, keine Ahnung, was mir Hoffnung macht, ist, so schlecht kann der ja gar nicht sein, wie der gerade ist. Ja, und links Vini Junior. Eufaré 10-mal. Tja, wo ist Eufaré? Was erlauben sich Eufaré? Wo ist der Vini Junior hin, der die Fußballwelt verzückt hat, der nicht aufgehört hat zu arbeiten, der Freude in unser Leben gebracht hat? Was wir jetzt sehen, ist das komplette Gegenteil. Was wir jetzt sehen, ist ein Spieler, der keinen Platz mehr bei Real Madrid hat. Zu den Auswechselspielern, die haben sich alle an das Niveau angepasst. Das ist eine Schande. Es ist peinlich. Ja, und Álvaro Arbeloa, auf der einen Seite würde ich am liebsten sagen, der tut mir leid. Auf der anderen Seite, wenn du dich da hinsetzt und in der ersten Pressekonferenz nach einem Spiel schon die Marionette von dem Florentino Pérez bist und das sagst, was er hören will und die Schuld auf die Physis schiebst und ein Pintus wird das ja alles ändern. Wenn das Physio-Team von dem Xabi Alonso doch so schlecht war, warum hat das bei Bayer Leverkusen so super geklappt? Warum waren sie die physisch stärkere Mannschaft gegen fast jeden Gegner? Ja, weil die Spieler das gemacht haben, was der Physiotrainer denen gesagt hat. Du kannst einen Pintus dahinstellen, du kannst da ist mir egal wen hinstellen. Du kannst mir Usain Bolt dahinstellen, wen auch immer. Diese Mannschaft, wenn die nicht das machen, was der Physiotrainer von denen verlangt,
dann kann auch ein Pintus daran nichts ändern. Ja, wie gesagt, 6 hinsetzen für die gesamte Mannschaft. Diese Mannschaft braucht eine Kernsanierung. Und wenn Florentino Perez, ich habe es schon mal gesagt, wenn der nicht mit der Zeit geht, muss auch ein Florentino Perez irgendwann mit der Zeit gehen. Ja, Leute, das ist meine Meinung zum gestrigen Spiel, zu der Situation bei Real Madrid. Ich bin gespannt, wie du das siehst. Lass deine Meinung zu Real Madrid bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, lass ein Like da, teil dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat, bitte lass ein Follow da. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin. A la Madrid.